Sophie lernt tanzen. Sophie ist 15 Jahre alt und wohnt in einer kleinen Stadt. Eines Tages sieht sie ein Tanzvideo im Internet. Sie ist fasziniert und sagt, ich will auch so tanzen können. Ihre Mutter lächelt. Dann melde dich doch zu einem Tanzkurs an. Sophie überlegt. Sie ist schüchtern, aber sie hat einen großen Wunsch. Tanzen lernen. Sophie sucht im Internet nach einer Tanzschule. Sie findet Ardor Tanzstudio Stern in der Nähe ihres Hauses. Sie meldet sich für einen Anfängerkurs an. Ihre beste Freundin Lea sagt, das ist eine super Idee, ich komme mit dir. Sophie ist erleichtert. Dann bin ich nicht allein. Am Montagabend ist es soweit. Sophie und Lea gehen ins Tanzstudio. Sie ziehen Sportkleidung an und sind ein bisschen aufgeregt. Der Tanzlehrer heißt Ben. Er ist freundlich und zeigt allen die Grundschritte. Sophie versucht, sich die Bewegungen zu merken. Am Anfang ist sie sehr nervös, aber Lea motiviert sie. Nach der ersten Stunde sagt Sophie, ich habe 2 linke Füße. Ben lacht. Keine Sorge, das wird schon. Aber Sophie ist enttäuscht. Sie denkt, warum kann ich die Schritte nicht sofort perfekt? Lea klopft ihr auf die Schulter. Übung macht den Meister. Sophie will besser werden. Zu Hause stellt sie ein Video an und versucht die Grundschritte allein. Ihr kleiner Bruder Noah schaut zu und lacht. Du bist lustig, Sophie. Sophie ärgert sich ein bisschen, aber sie macht weiter. Nach 20 Minuten ist sie müde, aber stolz, dass sie nicht aufgibt. In der zweiten Tanzstunde bringt Ben neue Musik mit. Es ist ein schneller Popsong. Sophie mag den Rhythmus, aber sie muss sich sehr konzentrieren, um im Takt zu bleiben. Lea hilft ihr. 1, 2, 3, 4. Sophie macht Fortschritte, doch sie ist noch immer unsicher. Nach ein paar Wochen hat Sophie einen Rückschlag. Sie tritt beim Tanz auf Leas Fuß. Lea ruft, Aua! Und Sophie schämt sich. Sie denkt, vielleicht bin ich nicht fürs Tanzen gemacht. Ben ermutigt sie, das passiert jedem. Bitte bleib dran. Sophie nickt langsam. Die Tanzschule plant einen kleinen Auftritt in 3 Monaten. Ben fragt, möchtet ihr mitmachen? Lea sagt sofort, ja! Aber Sophie hat Angst. Sie zögert, doch Lea überredet sie, wir schaffen das zusammen. Sophie hat nun ein klares Ziel, gut genug sein, um beim Auftritt zu tanzen. Sophie macht einen kleinen Trainingsplan. 2-mal pro Woche geht sie zum Tanzkurs, 1-mal pro Woche übt sie zu Hause. Sie stellt sich einen Wecker auf 30 Minuten und wiederholt die Choreografie. Ihr Bruder Noah tanzt manchmal mit und macht Quatsch. Sophie lacht, aber sie bleibt fokussiert. Lea merkt, dass Sophie ab und zu unsicher ist. Deshalb treffen sie sich am Wochenende im Park, um zusammen zu üben. Lea ist schon etwas besser, also zeigt sie Sophie ein paar Tipps. Sie sagen sich, nicht aufgeben, wir wollen doch beim Auftritt glänzen. Im Tanzstudio lernen sie jetzt auch ein bisschen Hip-Hop und einen einfachen Jazztanz. Sophie ist verwirrt, denn die Bewegungen sind anders. Sie fragt Ben, muss ich jetzt noch mehr Schritte lernen? Ben nickt. Ja, aber du schaffst das. Abwechslung ist gut. Sophie beißt die Zähne zusammen und übt. Für den Auftritt bilden sie eine kleine Tanzgruppe mit 4 Leuten: Sophie, Lea, Martin und Julia. Gemeinsam entwerfen sie eine Choreografie für den Hip-Hop-Part. Jeder hat Ideen für Moves. Sophie schlägt vor, eine kurze Drehung einzubauen. Alle finden das cool. Ben sagt, wir brauchen Kostüme für den Auftritt. Die Gruppe beschließt, einfache schwarze Hosen und weiße T-Shirts zu tragen, dazu Mützen in verschiedenen Farben. Sophie denkt, super, das sieht bestimmt modern aus. Sie kauft eine rote Mütze für ihren Look. 4 Wochen vor dem Auftritt passiert ein Unglück. Lea verstaucht sich den Knöchel, als sie falsch aufkommt.
Sie kann eine Zeit lang nicht tanzen. Sophie ist besorgt. Oh nein, was machen wir jetzt? Lea sagt, ich kann bestimmt bald wieder mitmachen, aber ich brauche eine Pause. Sophie trainiert jetzt allein mit Martin und Julia. Leas Fuß heilt langsam. Nach 2 Wochen kann sie wieder leicht trainieren. Sophie hilft ihr, sich zu dehnen und die Schritte zu wiederholen. Lea ist noch ein bisschen vorsichtig, aber motiviert. Sophie sieht, wie Lea kämpft und denkt, ich darf auch nicht aufgeben. Zusammen schaffen wir das. Es ist eine Woche vor dem Auftritt. Die Tanzgruppe macht eine Generalprobe im Tanzstudio. Ben schaut zu und gibt Feedback. Sophie, achte auf deine Arme. Lea, pass auf deinen Fuß auf. Martin und Julia, tanzt synchron. Am Ende sagt Ben, gut gemacht, ihr habt tolle Fortschritte gemacht. Jetzt noch Feinschliff. 3 Tage vor dem Auftritt ist Sophie sehr nervös. Ihr Herz klopft schneller, wenn sie an die Bühne denkt. Sie träumt sogar, dass sie die Schritte vergisst. Ihre Mutter tröstet sie. Sei zuversichtlich, du hast viel geübt. Sophie atmet tief durch und lächelt. Ja, Mama, du hast recht. Endlich ist der Tag des Auftritts da. Die Tanzschule hat eine kleine Bühne organisiert. Viele Eltern und Freunde sitzen im Publikum. Sophie trägt ihre schwarze Hose, das weiße T-Shirt und die rote Mütze. Lea, Martin und Julia sind neben ihr. Alle sind aufgeregt, aber auch vorfreudig. Die Musik beginnt. Sophie konzentriert sich auf den Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Sie startet die Choreografie. Lea tanzt mit, ihr Fuß hält. Martin und Julia bewegen sich synchron. Das Publikum klatscht im Takt. Sophie vergisst ihre Angst und lächelt. Die Drehung klappt, alle Moves sitzen. Am Ende gibt es Applaus und Jubel. Nach dem Auftritt umarmen sie sich. Sophie ist glücklich und dankbar. Ich habe es geschafft, obwohl ich unsicher war, sagt sie stolz. Ben lobt alle. Großartig, ich bin stolz auf euch. Lea lacht. Mein Knöchel hat gehalten. Sophie denkt schon an das nächste Ziel. Vielleicht probiere ich bald einen anderen Tanzstil aus. Oder wir machen einen Wettbewerb. Sie weiß jetzt, mit Ausdauer und Mut kann sie alles erreichen.